Ich zeige dir in diesem Video, mit welchen Funktionen du Geld und Zeit einsparen kannst. Also, los geht's. Ein paar Worte zum Dashboard. Auf dem Dashboard, das verändert sich immer wieder. Das könnte also sein, dass es bei euch mittlerweile anders aussieht. Was aber immer bleibt, ist ein Buchhaltungsscore. Der zeigt euch an, wie viele von euren Zahlungen ihr jetzt hier schon zugeordnet habt. Ich habe hier wenig zugeordnet oder so gut wie nichts, deshalb ist mein Buchungsscore ziemlich schlecht. Weitere Dinge, die immer bleiben werden, sind der Gewinn und die Verlustrechnung. Das seht ihr hier. Ihr habt einmal hier den Umsatz, den ihr gemacht habt und die Kosten, die ihr verursacht habt, und eine Zusammenrechnung, also zwischen Gewinn und Kosten, seht ihr dann hier stehen, nämlich Gewinn und Verlust. In dem Fall haben wir 2.899 Gewinn gemacht, weil wir noch keine Kosten hatten. Ihr werdet auch immer sehen, welche Rechnungen von euch noch nicht bezahlt wurden. Das sind offene Forderungen, die ihr an Kunden habt. Seht ihr auch immer, also wenn ihr Gewinn und Verlust zusammenrechnet mit den offenen Forderungen, dann wisst ihr, wie viel euch zusteht sozusagen. Kommen wir noch zu den Tarifen. Hier sind die 3 Tarife dargestellt. Ich erkläre euch ganz kurz die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Tarifen. Bei einem Rechnungstarif könnt ihr eigentlich tatsächlich nur Angebote und Rechnungen schreiben, eure Kunden verwalten und dann die Einnahmenseite eurem Steuerberater exportieren. Einnahmenseite meint dabei, dass ihr nur das, was ihr an Rechnungen geschrieben habt, exportieren könnt. Ihr habt zudem die API-Schnittstelle, die ist wichtig für unsere weitere Automatisierung. Die ist überall dabei. Der Buchhaltungstarif, den würde ich euch nahelegen, denn hier habt ihr nicht nur die Einnahmenseite, sondern ihr habt auch die Ausgabenseite und ihr habt die Möglichkeiten, über der Einnahmenüberschussrechnung und die Umsatzsteuervoranmeldung jeden Monat zu sehen, wie viel Geld habe ich eingenommen und wie viel habe ich ausgegeben und vor allem, was müsste ich dann an Steuern bezahlen. Außerdem habt ihr einen Online-Banking-Zugang, also könnt direkt auf eure Konten zugreifen und eure Buchhaltung komplett über Safdesk abwickeln. Als letztes ist noch zu sagen, dass die Tarife unterschiedlich viel kosten, je nachdem wie lang die Laufzeit ist. Wenn man monatlich bezahlt, dann seht ihr auf 2 Jahre hinweg einen Unterschied von mehr als 20%. Und wenn man jährlich bezahlt, sind es tatsächlich nur noch 10 bis 15%. Ich würde euch empfehlen, zu Beginn den monatlichen Tarif auszuwählen, um euch noch entscheiden zu können. Wenn ihr Safdesk dann tatsächlich verwendet, geht ihr auf die 12 oder auf die 24 Monate, je nachdem wie viel Geld ihr auf einmal ausgeben möchtet, und habt einen besseren Tarif. Wir haben in Safdesk eine Kontaktübersicht über alle Kontakte, die wir haben. Hier links seht ihr immer ein kleines Kästchen, und zwar ist es einmal blaues K, bedeutet ein Kunde, oder ein rotes L bedeutet Lieferant. Ihr seht auch, ob der Kunde ein Unternehmen ist, dann seht ihr hier so eine Fabrik, oder ob es eine Person ist, dann seht ihr hier einen Kopf. So könnt ihr direkt unterscheiden, was für eine Art von Kunde ist das. In Safdesk könnt ihr für jeden einzelnen Lieferanten und für jeden Kunden besondere Zahlungsmodalitäten und so weiter hinterlegen. Dazu geht ihr auf einen Lieferanten, in dem Fall wäre das jetzt zum Beispiel Digistore als Organisation, bearbeiten, das ist der Typ Lieferant. Der hat vielleicht eine bestimmte Kreditoren-Debitorennummer und zum Beispiel habt ihr vielleicht bei dem besondere Konditionen, nur 5-Tages-Konto und auch nur 1% Konto, und das Zahlungsziel legt ihr insgesamt immer trotzdem auf 14 Tage fest und habt dann einen Kundenrabatt für 10% zum Beispiel. Unter weiteres könnt ihr stets einen Tag hinzufügen, dass ihr zum Beispiel sagt, das ist die Rechnung von einem Lieferanten. Dann wird jede Rechnung, die ihr erstellt, mit dem Tag Lieferant getaggt. Unter Dokumente findet ihr alle von euch erzeugten Rechnungen, abgespeichert in verschiedenen Ordnern als Kundenordner, und in dem Kundenordner seht ihr die Angebote und die Rechnungen schon als komplette Ordnerstruktur angelegt, die ihr im Safdesk schon drin habt. Oder wenn ihr eine Rechnung versendet und diese Rechnung eine Zeichnung oder irgendwie einen weiteren Anhang hinzufügt, als Anhang hinzufügen, sende ich jetzt einfach mal noch ein Bild, zum Beispiel meinen Facebook-Banner, hinzufügen und versenden. Dann wird auch dieser unter Dokumente angezeigt. Da sehen wir hier schon unser Facebook-Banner als Bild, den kann ich mir dann herunterladen und schön öffnen. Als letztes gehen wir noch auf den Support ein. Um den Support zu kontaktieren oder Hilfe zu bekommen, seht ihr hier unten ein Fragezeichen, wo ihr draufklicken könnt und ihr sofort verschiedene Sachen angezeigt bekommt, nämlich ein Handbuch oder die Nachrichtenfunktion, Telefonfunktion und so weiter, Blogbeiträge, Forumsbeiträge, die ihr euch anschauen könnt über Safdesk. Ich würde euch empfehlen, bei Safdesk anzurufen und eure Kundennummer hier unten bereitzuhalten, um mit Safdesk direkt zu kommunizieren, falls ihr weitere Fragen habt.